Der Ort Großhennersdorf und das Dasein ist stark geprägt von der Zeit vor 89, von dem Leben in einem totalitären System und das Treffen in diesem Ort in Großhennersdorf vor 89 schon mit Leuten, die gemeinsam was anderes wollten, die ein eigenes Lebenskonzept hatten und sich nicht unbedingt immer arrangiert haben mit dem herrschenden System. Dieses nach der Wende weiterzuentwickeln und in dieser Region, Großhennersdorf liegt ganz, ganz dicht an den Grenzen zu Polen und Tschechien, eben halt die nach 89 sichtbar wurde, werdende Gewalt gegenüber vor allen Dingen Ausländern, aber auch durch Transitreisenden, die von Polen in die Bundesrepublik damals noch gefahren sind, haben wir gesagt, wir wollen ein Zeichen setzen, wir wollen ein Haus bauen, wo sich Deutsche anders verhalten. Das ist nicht unser Konzept, das ist nicht unsere Lebensvorstellung, von dem wir miteinander umgehen. Und dann haben wir dieses Haus gekauft in Großhennersdorf, haben dieses Begegnungszentrum im Dreieck gegründet und haben angefangen, junge Leute zusammenzubringen. Was wir machen oder was ich mache oder was wir gemeinsam auch mit Jagger und Petra, mit all den vielen Partnern und Teamern in den Seminaren als Lerninhalt haben, ist praktisch die Begegnung, auf den anderen zuzugehen, das Fremde zu entdecken, indem ich sozusagen einen Raum schaffe, über Video gemeinsam zum Beispiel einen Film zu entwickeln oder ein Theaterstück zu bauen. Da ist so viel Kommunikation notwendig, miteinander tun, dass man sich kennenlernt, dass sich die Menschen kennenlernen. Und über dieses Kennenlernen entsteht sozusagen eine Beziehung und auf dieser Beziehung werden Bilder von dem anderen, die sozusagen als Klischees oft transportiert werden, sie werden nicht aufgehoben, aber Klischees haben nicht mehr diese Bedeutung für das Leben und für die weitere Zukunft dieser jungen Leute, weil sie haben eine konkrete Begegnung. Zum Beispiel Piotr mit Aniška in Tschechien, als auch mit Frank in Deutschland. Und es gibt sozusagen Netze zwischen den Menschen, wo diese Schranken aufhören zu existieren. Und die andere Ebene ist natürlich, in den Seminaren geht es auch um Handwerk. Es geht darum zu lernen, also wie mache ich einen Film, wie baue ich sowas auf. Auch Leute, die Lust haben, sich in diesem Medium vielleicht später mal beruflich zu entwickeln, als auch im Theaterbereich, im Videobereich ist immer auch ein Stück Handwerk dabei. Am Ende versuchen wir, obwohl wir keine Profis sind, all die Sachen, die entstehen, diese Theaterstücke, den Film, auch öffentlich zu präsentieren und das, was wir inhaltlich in dieser Zeit gemacht haben, als ein Produkt wieder in die Öffentlichkeit zurückzugeben. Das heißt, es haben ca. 40 oder 50 Treffen stattgefunden, in denen deutsche, polnische und tschechische junge Leute gemeinsam diese Inhalte von Bahnhof Europa erarbeitet haben in den einzelnen Bereichen Video, Theater, Fotografie, Sound, Journalistik und auch das gesamte Layout, das Design entwickelt haben, bis hin, last but not least, die Tour zu organisieren. Das heißt, 8 Bahnhöfe in 8 Städten, das heißt mit 8 Stadtverwaltungen, mit 8 Bahnhofsverwaltungen, mit der Bahn zu kooperieren, diese Zugtour zu planen und gemeinsam ein Rahmenprogramm in den Städten zu bauen.